Hallo Händler, heute zeige ich, wie man auf Quotex handelt und dort Geld verdient. Leute, wenn es euch schwer fällt, die Strategie auf Anhieb zu verstehen, empfehle ich Ihnen, meinen Telegram-Kanal zu abonnieren. Dort erkläre ich diese und andere Strategien im Detail mit echten Beispielen, erkläre jede einzelne Situation und Nuancen, die nur erfahrenen Händler klar sind. Der Link steht in der Beschreibung. Machen wir mal weiter. Hallo Leute, heute werde ich Ihnen zeigen, wie man mit binären Optionen Geld verdienen kann, und zwar mit einer einfachen Strategie, die jeder verstehen kann. Außerdem können Sie mit dieser Strategie jederzeit Geld verdienen, egal wie die Stimmung in der Welt ist, den Finanzmarkt beeinflussen kann, denn diese Strategie ist mit einem Indikator verbunden, der jederzeit gute Einstiegspunkte liefert. Der Link zu dem Broker, bei dem ich handle, ist in der Beschreibung. Also, los geht's, gehen wir nun zum Handel über. Gehen wir also auf die TradingView-Plattform. Hier müssen Sie sich entweder in Ihr Konto einloggen oder sich registrieren. Um die vollständige Grafik zu öffnen, klicken wir auf diese Schaltfläche. Danach müssen wir die gewünschten Währungssparer auswählen, da es gut möglich ist, dass Sie diese hier nicht hinzugefügt haben. Also gehen Sie dazu auf dieses Plus. Hier sollten Sie Forex ausgewählt haben. Ihre Aufgabe ist es, alle Währungssparer hinzufügen, für die es einen FXCM-Kursanbieter gibt. Fügen wir nun einen Indikator hinzu, mit dem wir heute handeln werden. Also gehen Sie dazu in den Bereich Indikatoren und wir geben TMA Overlay in die Suche ein. Und fügen Sie diesen Indikator hinzu. Wie Sie sehen können, hat sich unsere Grafik gut verändert. Schauen wir uns an, wie wir mit diesem Indikator arbeiten können. Also, in diesem Indikator sehen wir 4 Linien. Diese Linien zeigen, wie sich der Preis verändert hat. Wir werden diese Linie als Widerstands- oder Unterstützungsniveau verwenden. Während sich alle Linien oben im Diagramm befinden, werden wir dies als Widerstandsniveau verwenden und nach unten gehen. Also nach unten Geschäfte machen. Wie Sie sehen können, funktionieren diese Linien in der Historie sehr gut, weil wir viele Rückschläge sehen. Darüber hinaus liefert dieser Indikator auch Signale auf der Grundlage von Kerzenmustern. Damit können Sie praktisch jederzeit Geld verdienen, unabhängig davon, was für ein Tag ist, welche Nachrichten auf dem Finanzmarkt sind und so weiter. Unsere Aufgabe ist es, den Moment abzuwarten, in dem sich der Kurs dem Widerstandsniveau oder Unterstützungsniveau nähert und bei einem Pullback von diesem Niveau einen Handel zu eröffnen. Und übrigens, Leute, abonnieren Sie meinen Telegram-Kanal, der Link ist in der Beschreibung auch. Also, gehen wir weiter. Natürlich werden wir nur auf den Trend hin handeln heute. Das heißt, wenn wir sehen, dass diese Linien an der Spitze der Grafiken sind, werden wir Geschäfte eröffnen, um von diesen Linien nach unten zu rollen. Wenn sich diese Linien am unteren Rand des Diagramms befinden, bedeutet es, dass der allgemeine Trend nach oben geht. Also ich hoffe, das ist klar. Und wir werden nur aufwärtsgerechte Geschäfte eröffnen in diesem Fall. Und lassen wir uns nun mit dem Handel beginnen. Ich habe also sofort die erste Situation gefunden. Das erste, was ich sehe, ist, dass die allgemeine Bewegung nach unten gerichtet ist. Die zweite Sache, die ich sehe, ist, dass der Preis in unserem Widerstandsniveau ist, von dem ich einen Pullback erwarte. Abgesehen davon hat der Pullback bereits stattgefunden. Ich sehe auch gute Momentumkerzen zugunsten des Verkäufers, was mein Einstiegspunkt ebenfalls bestätigen wird. Ich gehe also zum Broker und eröffne einen Abwärtshandel für mein gewünschtes Währungsspar. Schauen Sie sich die Währungsspar genau an, da die Währungssparer auf TradingView haben nichts mit der Währungssparer zu tun, die das OTC-Symbol tragen. Denken Sie daran, Paare ohne das OTC-Symbol zu wählen. Schauen Sie, was für eine gute, selbstbewusste Bewegung wir erwischt haben und unser Geschäft wurde mit einem Gewinn abgeschlossen. Weiter geht's. Also, ich habe eine weitere gute Einstiegssituation gefunden. Das erste, was ich sehe, ist,
dass die allgemeine Bewegung abwärts gerichtet ist. Und das Zweite, was ich sehe, ist, dass sich der Kurs unserem Widerstandsniveau nähert. Und drittens sehe ich ein Abwehrsignal von diesem Indikator. Diese Faktoren genügen mir, um ein Geschäft abwärts zu eröffnen. Ich empfehle Ihnen auch andere sekundäre Faktoren zu berücksichtigen, wie zum Beispiel die historische Leistung dieses Indikators. Wenn er in der Vergangenheit gut funktioniert hat, würde es wahrscheinlich auch jetzt gut funktionieren. Ich hoffe, das ist klar und das ist sehr wichtig, Leute. Schauen Sie sich an, welche Bewegungswerte diese Strategie bereits beobachten können. Dieses Geschäft lässt mir gewöhnen zuversichtlich. Also, machen wir weiter. Ich habe also eine weitere gute Einstiegssituation gefunden. Wir können sehen, dass die allgemeine Bewegung jetzt nach unten gerichtet ist. Und das Zweite, was wir sehen, ist, dass der Preis den Widerstandsbereich erreicht hat, von dem aus der Pullback bereits begonnen hat. Darüber hinaus sehe ich ein gutes Abwehrsignal. Dies ist auch eine Bestätigung meines Einstiegspunktes. Gehen wir also zum Broker und eröffnen wir ein Geschäft. Mein Handel ist also eröffnet und wir warten auf seinen Abschluss. Apropos, schauen Sie sich an, was für einen guten Zug der Verkäufer gemacht hat, als er den Pullback von unserem Niveau startete. Dies bestätigt aus, dass es hier einen starken Verkäufer gibt, den der Preis nach unten drücken wird. Wie wir sehen können, also geht der Markt fast in die gleiche Richtung. Das heißt, es geht im Moment stetig abwärts. Deshalb haben wir bereits das dritte Geschäft in Folge, das nach unten gerichtet ist. Also mein Geschäft lässt mit Gewinn ab. Wir haben eine gute Abwärtsbewegung erwischt. Suchen wir nach anderen Situationen. Und ich habe eine andere Situation gefunden, um in den Handel einzusteigen. Das erste, was ich sehe, ist, dass die allgemeine Bewegung abwärts gerichtet ist. Das zweite, was ich sehe, ist, dass wir eine Abwärtsbewegung von diesem Widerstandsniveau aus haben. Darüber hinaus sehe ich hier 3 Signale, die darauf hindeuten, dass der Preis nach unten gehen wird, sowie gute Momentenkerzen, die ebenfalls die Stärke des Verkäufers bestätigen. Mein Handel ist also eröffnet und ich warte darauf, dass er abgeschlossen wird. Ich möchte auch sagen, dass Sie bei Ihrem Handel Risiken eingehen sollten, denn früher oder später wird es einen Handel geben, der ins Minus geht. Und damit das Geschäft nicht der letzte sein wird, empfehle ich Ihnen, Risiken zu beobachten. Das ist sehr wichtig. Also, unser Handel schließt mit Gewinn. Eröffnen wir noch ein und das ist das Ende unserer Handelssession, glaube ich. Also, eine weitere gute Situation. Es ist sogar ein wenig ähnlich wie bei der letzten. Hier sehen wir, dass vom Widerstandsniveau aus eine Abwärtsbewegung eingesetzt hat. Außerdem sehe ich Signale, die darauf hindeuten, dass der Preis noch weiter sinken wird. Und auch Impulskerzen, die meinen Einstiegspunkt bestätigen. Ich gehe zu meinem Broker also und eröffne einen Handel. Das Geschäft ist eröffnet, warten wir auf das Ergebnis. Mein Geschäft verliert, aber das ist okay. Ich verdoppelte den Betrag des Geschäfts und eröffne das Geschäft erneut. Wenn dieser Handel im Plus abschließt, kann ich den Verlust aus dem letzten ausgleichen und sogar einen netten Gewinn für über $100 erzielen. Und dieses Geschäft ist mit Gewinn. Leider haben wir bei diesem Handel keine gute Bewegung erwischt. Dann nach einem guten Kursrückgang hatten wir eine korrigierende Aufwärtsbewegung. Aber das ist nicht schlimm, denn wir haben immer noch ein Plus erwischt und es ist an der Zeit zusammenfassen. Nun am Ende dieser Handelssitzung haben wir durch den Einsatz einer einfachen Strategie unser Guthaben um $2000 erhöht.
Das ist ein wirklich gutes Ergebnis. Trotzdem habe ich ein Geschenk für Sie. Leute, heute werde ich meinen Telegram-Kanal eine kostenlose Handelssitzung abhalten, in der Sie mit mir Geld verdienen können, indem Sie meine Geschäfte kopieren. Dies ist das Ende dieses Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche allen große Gewöhnen. Also ja, tschüssi.